In diesem Video unserer 28-Tage-Challenge wollen wir uns endlich um den Rest unseres Lehrplans kümmern. Ja, heute wird er fertig und das schauen wir uns jetzt an. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Tag unserer 28-Tage-Challenge. Wir arbeiten immer noch am Lehrplan und ich weiß, das dauert ein wenig, aber das ist komplett normal. Also der Lehrplan ist das Wichtigste, ne? Wer nicht plant, der verliert, ne? Also das Plan ist unglaublich wichtig. Deswegen, je besser wir jetzt arbeiten, je besser wir unseren Lehrplan durchplanen, je besser wir den vorbereitet haben, desto leichter wird es uns fallen, die Videos aufzunehmen. Und darum geht es ja letztendlich, ne? Dass uns das Material, das eigentliche Material recht leicht von der Hand geht, ne? Und deswegen kümmern wir uns jetzt wirklich richtig gut um diesen Lehrplan. Wir werden den auch noch einmal überprüfen müssen, ob wirklich alle Schritte erfasst sind. Und dann erst legen wir los mit dem Aufnahmen. Also durchhalten. Diesen Zettel kennst du schon. Den haben wir uns jetzt schon erarbeitet. Wir haben schon erstmal Ideen gesammelt, wie unser Kurs auszusehen hat. Es geht um einen Kurs, den ein Gärtner erstellen müsste. Also jemand, der sich mit Pflanzen auskennt, der Spaß am Pflanzen hat, am Dekorieren mit Pflanzen, der gerne liest, also oder die gerne ihre Wohnung verschönert und eben Kräuter und ihre Wirkung halt auch in ihrer Wohnung einbringen möchte, um dort gemütlicher, schöner, gesünder zu leben. Das ist so der Ist-Zustand, den wir hier haben. Das Problem dieses Menschen, was unser potenzieller Kunde ist. Ne? Also derjenige möchte einfach besser leben in der heutigen Zeit, sich in seiner Wohnung wohler fühlen, es gemütlicher machen, lieber nach Hause kommen. Also all das spielt ja hier mit eine Rolle. Das ist jetzt so der Ist-Zustand, den wir hier haben. Der Wunschzustand ist natürlich, also das Outcome, diese Transformation, über die wir schon gesprochen haben. Wir möchten ein gemütliches Zuhause erschaffen, in dem man sich wohlfühlen kann, sogar mit Wellness-Elementen, und die erreichen wir durch Licht und Pflanzen und Stoffe und Vorhänge und ja, all diese Dinge, ne? Das wird da rein eine Rolle spielen. Jetzt haben wir uns erstmal so diese Notizen gemacht. Wir haben im Internet recherchiert, wir haben uns noch einen anderen Kurs angeguckt, den Lehrplan eines anderen Kurses, und jetzt wollen wir alles hier zusammenbringen. Also im Prinzip werde ich jetzt erstmal alles so aufschreiben, also den Anfang, der gewünscht ist, ne, bis zu dem, was am Ende dabei herauskommen soll. Es kann sein, dass wir es hinterher nochmal verschieben müssen oder das eine so und das andere so. Also es kann doch alles noch nicht hundertprozentig sein, aber der Lehrplan ist wirklich das Wichtigste. Deswegen sollten wir darauf auch die meiste Zeit verwenden. Das Aufnehmen an sich, das wird dir hinterher relativ schnell von der Hand gehen. Wichtig ist, dass du alles gut durchgeplant hast und dich wirklich in deinen potenziellen Kunden hineinversetzen kannst. Ja? Du machst das natürlich mit deinem Thema, mit deinen Ideen, aber damit du einmal komplett von A bis Z verstehst, wie so ein Lehrplan aufgestellt wird, gehen wir das jetzt hier einmal gemeinsam durch. Also, das hier wäre ja erstmal die Frage, für wen ist dieser Kurs geeignet? Ich schreibe das jetzt einfach erstmal alles auf und später ordnen wir das in Module. So, hier stellt man jetzt vielleicht den idealen Kunden vor, was er denkt, fühlt, was er gerne erreichen möchte. Ne? Den Ist-Zustand beschreibt man hier vielleicht, ne, dass zu Hause nicht schön ist und so weiter, man kommt nicht gerne nach Hause, und was man erreichen möchte, nämlich, dass man wieder gerne nach Hause kommt, dass es zu Hause gemütlich ist, dass es vielleicht ja grüner wird. Ne? All das gehört hier in das erste Video, damit man am Ende weiß, wenn ich das Video angucke, gerade am Anfang, ist dieser Kurs etwas für mich? Soll ich darin wirklich Geld investieren? Und wenn ja, warum? Das ist hier so alles abgedeckt. Ja, und wenn wir jetzt an dieser Stelle sind, dann müssen wir uns weiter vorstellen, wie geht das jetzt, ne? Also Wunschzustand ist klar, der kommt hier unten. Der Ist-Zustand, das ist jetzt der wichtige Punkt. Also ich mache jetzt hier mal eine 1 hin. Ja, ich weiß auch nicht, ob hier vielleicht noch was anderes reinkommt. Die 2 ist dann erst einmal, wie sieht es jetzt aus? Ne? Wie sieht es jetzt zu Hause aus? Und was könnte man daran verschönern? Gut wären jetzt hier Beispiele. Ne? Also erstmal so ein Überblick. Was kann man machen? Also zum Beispiel, ich mache jetzt hier mal A, Farben.
Ne? Also Farben sind ganz, ganz wichtig, um sich richtig wohl zu fühlen. Also die Farben, wenn die nicht passen, wenn das hier ein Sammelsurium ist, dann ist schon mal gar nicht gut. Ne? Also erstmal Farben wäre dann im Prinzip ja, Problem. Farben passen nicht zusammen. Farben sind zu aggressiv. Hat man sich noch nie Gedanken darüber gemacht. So, jetzt geht es weiter. Also klar, jetzt wäre die Frage, wie wirken Farben eigentlich? Ne? Also das sind jetzt hier so die Probleme, die auftauchen können und dann würde jetzt hier kommen, wie wirken Farben? Darüber wäre eigentlich noch gut, über Farbenlehre zu sprechen. Das haben wir ja auch in dem einen Kurs gesehen. Da wurde auf jeden Fall auch über Farben gesprochen. Ja, also nicht ganz so unwichtig, dass wir über die Wirkung der einzelnen Farben sprechen, was die bewirken. Also wahrscheinlich muss das schon mal hier drunter. Aber gut, ich sammle jetzt erstmal weiter. Ja, also Farbenlehre. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Modul hierzu. Vielleicht, ja, erstmal das. Ja, okay. Und jetzt vielleicht eigene Farbpaletten erstellen. Ne? Also wenn man jetzt verstanden hat, so soll es nicht sein, so ist es eigentlich richtig. Oder vielleicht gibt man noch ein paar Beispiele zum Thema, was sind jetzt harmonische Wohnräume. Ja, könnte man jetzt erstmal noch machen. Und dann vielleicht verschiedene Beispielfarben, also Farbpaletten für verschiedene Räume. Beispiel Wohnzimmer, dann vielleicht nächstes Video Beispiel Küche und so weiter. Ne? Also hier würden jetzt die verschiedenen Räume einfach aufgezählt, also einfach nicht, aber auf jeden Fall würden hier die verschiedenen Räume aufgestellt. So dass wir am Ende eine eigene Farbpalette entwickeln. Also das Outcome, der Erfolg, den der Teilnehmer haben soll an dieser Stelle ist, er soll herausfinden, welche Farbpalette für seinen Wohnraum oder für seine verschiedenen Wohnräume geeignet ist. Ne? Also an dieser Stelle soll man eine Farbpalette erstellen. Und wer sich da vielleicht noch nicht so ganz sicher drin fühlt, könnte man hier jetzt auch einfach Materialien reingeben, nämlich Beispielfarbpaletten. So, könnte man so machen. Ne? Okay, damit hätten wir die Farben schon mal abgearbeitet. Dann würden wir, es geht ja nicht nur um Farben, es geht ja auch um Möbel, es geht um Pflanzen. Wie gesagt, bei uns ja ganz wichtig, die Pflanzen. Also wäre jetzt vielleicht der nächste Bereich B, wären jetzt Möbel oder vielleicht sogar Wanddecken und Bodengestaltung. Und dann die Möbel, machen wir mal so. So, hier wäre es vielleicht die Idee, welche Farben gibt es überhaupt, ne? Welche Wandbelege sozusagen im weitesten. Also einmal haben wir Tapeten, Putz, ja, also vielleicht Vor- und Nachteile, was auch immer man da aufzählen kann. Welcher Wandbelag, welche Wandgestaltung ist für dich geeignet? So, und im nächsten, ja, nach der Wandgestaltung brauchen wir auf jeden Fall die Bodengestaltung. Was gibt es da? Da haben wir ja, Parkett vielleicht. Dann haben wir Laminat. Dann haben wir ja, Teppich, Fliesen, Linoleum. Also du siehst, da kommt schon einiges zusammen. Du kannst natürlich auch immer noch streichen, das ist später. Ich will dich jetzt auch gar nicht weiter mit einer Kursplanung langweilen, die du gar nicht umsetzen willst. Ich will nur, dass du ein Gefühl dafür kriegst, was in so einen Kurs alles herein kann, um die
Teilnehmer dahin zu führen, wo sie eigentlich hinwollen. Also man muss ihnen erstmal die Grundlagen beibringen, nämlich in dem Fall hier die Farben, weil die Farben sind hier für alles wichtig, ne? Für die Wandgestaltung, für die Bodengestaltung, für die Deckengestaltung. Es sind immer die Farben wichtig, es muss alles zusammenspielen. Also Farben müssen vorher gelehrt worden sein. Ja? Und wenn wir dann an dieser Stelle sind, dann können wir natürlich Bodengestaltung und natürlich Deckengestaltung. Ich mache einfach nur weiter Notizen. So, und die haben wir jetzt. Farben kennen wir. Wir haben jetzt das Grundgerüst gestaltet. Dann kommen die Möbel. Welche verschiedenen Möbel gibt es? Ne? Verschiedene Stile. Was auch immer du hier siehst, modern oder rustikal oder, ne? Also da gibt es garantiert noch viel. Also ich mache jetzt einfach mal Punkt, Punkt, Punkt. Kann man wahrscheinlich noch 2, 3, 4 weitere aufführen. Du siehst, der Kurs kann richtig groß werden, wenn man das möchte. Ja? Also wir haben die Farben, wir haben Decken, Wände und Böden und wir haben die Möbel. Das ist das Grundgerüst. Jetzt brauchen wir definitiv die Dekoration. Ne? Also wir müssen es jetzt gemütlich machen. Gemütlich machen tun wir es mit Stoffe, dann mit Pflanzen und mit Licht. Ja, diese 3 Kursbereiche würde ich noch nehmen. Und hier natürlich die Pflanzen, ja, da würde ich ganz besonders drauf Wert nehmen. Und dann vielleicht der letzte Bereich wäre für mich Wellness zu Hause. So, an dieser Stelle kommt jetzt alles zusammen. Ne? Wie schaffe ich Wellness zu Hause? Einmal mit den richtigen Farben, klar, und dann mit den richtigen Pflanzen. Also ich schreibe jetzt mal hier, welche Pflanzen. Wie soll das Licht dann sein? Vielleicht Nutzpflanzen, also in dem Fall Kräuter. Können wir auch in der Wohnung ziehen. Für Tee oder schönen Geruch. Weil es geht ja beim Wellness zu Hause geht es um alle Sinne. Ne? Also wir müssen alle Sinne an diesem Punkt ansprechen. Ne? Und dann haben wir endlich unsere Transformation. Nämlich hier wäre dann Transformation ein schönes, gemütliches Zuhause. Okay, also du hast jetzt eine Idee, wie man das A macht und wie man das umsetzt, wie man recherchiert dafür, wie man sich Ideen von anderen Seiten, von anderen Mitbewerbern holt. Keine Konkurrenten haben wir nicht, wir haben nur Mitbewerber. Und ja, daraus können wir dann unseren eigenen Kurs stricken. Und du siehst schon, der hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem, was wir gesehen haben. Es waren wirklich nur Anregungen. Ne? Was muss da rein? Was könnte man nehmen? Was könnte man vielleicht anders umsetzen, besser umsetzen oder in unserem guten Glauben besser umsetzen? Egal. Also all das wird hier eine Rolle spielen. Ja, du siehst hier einen langen Lehrplan. Wir können das streichen, wir können das nochmal überprüfen und das machen wir im nächsten. Ich hoffe, du fandest es erstmal hilfreich. Du weißt jetzt, wie man einen Lehrplan erstellt, wie man Ideen sammelt, wie man das Ganze umsetzt, wie man erst einmal plant und überlegt, wie man das Ganze umsetzen kann. Ich werde dir in einem weiteren Video zeigen, wie man das Ganze nochmal durchgeht und dann letztendlich alles zusammenbringt, vielleicht auch noch was streicht, ja, weil wir brauchen ja vielleicht auch gar nicht alles, um diese Transformation zu erreichen. Wichtig ist immer, welches Gefühl willst du bei deinem Teilnehmer erzeugen und wie bekommst du das hin? Wie kannst du ihm vermitteln, dass du genau die Richtige bist oder der Richtige bist, um dieses Gefühl zu verschaffen. Natürlich geht es hier nicht darum, dass du wie wild Wohnungen gestaltest. Ja? Du kannst mit jedem anderen Kursthema ganz genau so vorgehen. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen und ich hoffe, es war hilfreich. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Aber nicht bevor du den Kanal abonniert hast, unsere kleine Glocke angeklickt hast, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und einen Daumen nach oben gegeben hast. Bis dahin, tschüss!